Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 17. Hurry. Irrsicht. Zitternd und weinend sehe ich auf meine Hände. Nichan, ich will nicht mehr, schluchze ich und blicke verheult zu ihm auf. Wie ich in diese Situation komme? 20 Minuten haben wir noch, bis die Feier beginnt. Noch immer stehen wir in der verdunkelten Straße auf dem Weg zum U-Boot. Die Stille ist bedrückend und geladen zugleich. Ich habe es ihm gesagt. Verstört und fassungslos sieht mich mein Bruder an. Nach einem Moment kommt er wieder zur Besinnung und langsam wandeln sich seine Züge in Wut. Ich gehe auf ihn zu und lege meine Hand an seine Wange. Ich weiß, dass die Wut jemand anderem gilt. Ist schon gut, Nein, Nichan. nichts ist gut. Wie kannst du das so einfach hinnehmen? Wie kannst du überhaupt damit leben? Protestiert er wütend und schlägt meine Hand grob aus seinem Gesicht, dass mein Arm zur Seite gerissen wird. Der Arm, den ich mir gebrochen hatte. Er schmerzt wieder etwas. Ich starre erstockend zu ihm auf, sammle mich jedoch schnell wieder, als er weiterspricht. Erzähl mir alles, fordert er mich auf, als wäre es bereits entschieden, dass ich es mache. Nein, das reicht, ich will mich nicht erinnern, antworte ich ernst und ausweichend. Meine Stimmlage lässt keine Diskussion zu. Ich muss es dem Captain, beginnt er, doch ich unterbreche ihn mit lauter, fester Stimme. Nisama, du sagst niemandem auch nur ein Wort, ich sage es ihnen selbst. Sagst du irgendwas, bin ich weg. Ernst sehen wir uns an, als würden Blitze zwischen uns herzucken, bis Sashi ergeben, aber widerwillig nickt. Wir gehen an Deck, wo gleich jeder die angespannte Stimmung zwischen uns bemerkt. »Was ist denn mit euch los?« fragt Penguin besorgt und mustert Sashi dann misstrauisch. Ich nehme Sashi die Tüten ab, sehe ihn noch ein letztes Mal mahnend an und gehe dann nach Hause. Ich räume meine Kleidung ordentlich und sortiert ein, nehme mir einige wieder raus und verschwinde dann in meinem Badezimmer. Dort dusche ich mich nur noch mal kurz ab und ziehe dann meine neu gekauften Klamotten an. Ich habe mich für eine jeansfarbene Hotpan mit schwarzer Spitze, eine weiße Bluse und einem schwarzen Bandana entschieden. Nicht zu vergessen, ein BH und eine Frauenboxer. Ich trockne meine Haare schnell, soweit es mir möglich ist, ab und kämme sie durch. Ich lasse sie offen und ziehe meinen Bandana so an, wie der berühmte Lorena Zorro es laut vielen Menschen machen würde. Ich lächle bei dem Gedanken, ich könnte irgendwann genauso berühmt sein wie er, doch kein Wimpernschlag später vergeht mir die gute Laune. Das Gespräch mit Sashi ist zwar ausgefallen wie erwartet, aber nicht wie erhofft. Bedrückt seufze ich, setze dann ein falsches Lächeln auf und begebe mich an Deck, wo auch schon die restliche Mannschaft versammelt ist. Kurz lasse ich meinen Blick über die Menschenmasse gleiten. Penguin, Beppo und Sashi stehen beisammen, während letzteres weiterhin wütend und verstört wirkt. Trafalgar kann ich jedoch nicht ausfindig machen. Plötzlich richten sich alle Augen auf mich. Fragend und etwas verschreckt sehe ich in die Runde, mache mich unbewusst kleiner. Hat Sashi es doch weitererzählt? Nur einer der vielen Piraten traut sich, die Gedanken aller auszusprechen. Du siehst anders aus. So weiblich, sabbert Penguin und mustert mich auf das Genaueste von oben bis unten. Gereizt trete ich vor ihn und ziehe ihn auf meine Größe runter. Willst du mir damit sagen, dass ich vorher aussah wie ein Kerl? Frage ich ihn ruhig mit einem fiesen Grinsen auf den Lippen. Schnell schüttelt er seinen Kopf und hebt beschwichtigend die Hände. In dem Moment geht die Tür auf und Trafalgar betritt das Deck. Schnell lasse ich ihn los und verstecke mich hinter ihm. Was? Hol schon den Sake! Ertönt die kalte Stimme von Lore gelangweilt und die Mannschaft beginnt zu jubeln. Binnen Sekunden ist der Tisch mit dem vorher gekochten Essen gedeckt und die Fässer Sake hochgeschleppt. Ich bekomme von Penguin einen Krug Sake hingehalten, den ich dankend annehme, da mir das Gespräch mit Sashi noch zusetzt, und verziehe mich in eine Ecke des Decks. Ich bin bei dem einen Krug geblieben, weswegen ich eine der wenigen nüchternen Personen auf Schiff bin. Abgesehen von mir ist nur noch Trafalgar, Beppo und Sashi halbwegs nüchtern. Trafalgar sieht man die Menge, die er getrunken hat, wie ich es mir bereits gedacht habe, nicht an. Sashi hat genauso wie ich wenig getrunken, da er wahrscheinlich wegen unserem Gespräch nicht wirklich in Feierlaune ist. Die meisten liegen bereits schlafend irgendwo auf Deck verstreut. Ich muss bei dem Anblick den Kopf schütteln. Feiern können wohl alle Piraten. Plötzlich steht Sashi ruckartig auf und kommt stampfend auf mich zu, weswegen ich mich automatisch etwas zurück in die Lehne des Stuhls drücke. »Wann wirst du es ihnen erzählen?« fragt mich mein Bruder flüsternd, aber gereizt. Ich weiß nicht, bringe ich kleinlaut hervor und stehe ebenfalls vorsichtig auf. Ich kann ihn nur flüchtig ansehen. »Wie, du weißt es nicht?« schreit er mich fassungslos an. Langsam werde ich ebenfalls wütend. Nervös hebe ich den Zeigefinger an die Lippen und zische ihn mahnend an. Versteht er mich nicht? Das ist nicht so einfach. Es war schon genug Überwindung nötig, es überhaupt laut auszusprechen. Das ist nicht so einfach,
erkläre ich ihm etwas lauter und reiße meine Arme zur Untermalung meiner Wut zur Seite. Es ist schon schwer genug, es überhaupt laut zu sagen, füge ich mit belegter Stimme leise hinzu und wende meinen Blick kurz betroffen ab. Für einen Moment ist es unangenehm still. Du konntest es mir doch auch sagen, knurrt Sashi verständnislos. Du bist der Erste, schreie ich zurück und spüre, wie die Tränen aufsteigen. Als ich neben meinem Bruder vorbeisehe, bemerke ich, dass Beppo und der halbtote Pinguin alarmiert aufgestanden sind und Trafalgar interessiert die Szene beobachtet. Scheiße, sei leiser, ermahne ich mich selbst. Du ziehst die ganze Aufmerksamkeit auf dich. Kurz sieht mich mein Bruder geschockt an, bevor die Wut zurückkehrt und er mich am Kragen packt. Ich stöhne erschrocken auf, bevor ich ihn wütend anfunkle. Wie kannst du damit leben? Fragt er mit aggressivem Ton in der Stimme, hebt mich am Kragen über sich und schüttelt mich, als würde ich etwas für meine Vergangenheit können. Das frisst dich von innen das auf, wenn du da nicht drüber redest. Ich umfasse seine Handgelenke und funkle ihn wütend und todernst an. Ich rede darüber, wann und mit wem ich will, knurre ich provokant zurück. Wenn du nicht redest, kannst du dein Trauma auch nicht verarbeiten und überwinden. Wir können dir dabei helfen, bellt er mich an und verfestigt seinen Griff um den Kragen. Ich will aber nicht, fauche ich ungehalten zurück. Du darfst es nicht einfach verdrängen, du musst dich erinnern und dann mit jemandem darüber reden. Du musst deine Gefühle endlich mal rauslassen. Er geht ein paar Schritte vor und drückt mich grob gegen die Wand hinter mir. Du hattest dieses Ding in deinem Bein, nur weil du jemandem geholfen hast. Verdräng es nicht wieder. Dadurch, dass Sashi mich unsanft gegen die Wand presst, tauchen unweigerlich einige unschöne Erinnerungen auf. In die Luft starrend laufen mir still die Tränen übers Gesicht. Mit großen Augen hält Sashi in seiner Rede inne und sieht mich mit einem »Tut mir leid, das wollte ich nicht« Blick an. Am Rande bekomme ich mit, dass Penguin Sashi von mir zieht und ich etwas hart mit den Knien auf dem Boden aufkomme. Ohne es verhindern zu können, fallen meine Erinnerungen auf mich ein und ich beginne zu zittern. Mit starrem Ausdruck verankere ich meine Finger in meinen Haaren, zerre grob an diesen. Ich bemerke, dass auch Beppo und Trafalgar zu uns gekommen sind, kann mich jedoch nicht auf meine Umgebung konzentrieren. Mein Herzschlag verdoppelt sich und meine Atmung wird schneller, unregelmäßig. Aufhören. Ich will das nicht sehen. Beruhig dich, dann hört es auf. Du darfst die Gefühle nicht deinen Körper kontrollieren lassen. Wie zu Kindheitstagen spüre ich dieses Kribbeln in meinem Körper, doch versuche ich es zu kontrollieren. Seit den Piraten habe ich dieses Gefühl nicht mehr gehabt. Ich könnte es nicht kontrollieren. Ich darf meine Freundin nicht verletzen. Beruhig dich. Zitternd und weinend sehe ich auf meine Hände. Nichan, ich will nicht mehr, schluchze ich und blicke verheult zu ihm auf. Mach, dass es aufhört. Flehe ich panisch und verdecke mein Gesicht unter meinen Händen. Das Trio kommt auf mich zu, um mich in den Arm zu nehmen, doch da spüre ich dieses Kribbeln in meinen Händen stärker und ich krabble schnell von ihnen weg. Imoto-chan, flüstert mein Bruder traurig und verletzt, während Beppo sagt, sie würden mir nichts tun. Bleib weg, gifte ich sie an, stehe auf und renne an die Reling. Sie ist wieder da. Warum? Ich spüre die Elektrizität. Ich habe die ganze Zeit gedacht, sie wäre irgendwie verschwunden. Seine Sicht. Still hat Trafalgar die Situation beobachtet, da er gehofft hat, etwas über die Kleine herauszufinden. Er hat sich lange rausgehalten, doch jetzt muss er eingreifen. Das Mädchen steht zitternd und verstört an der Reling. Langsam geht Trafalgar auf sie zu, bleibt jedoch 2 Meter vor ihr stehen. Ihre braunen Augen haben ein kräftiges Dunkelblau angenommen und über ihren Körper zucken himmelblaue Blitze. Sie ist ein Teufelsfruchtnutzer, aber sie kann sie anscheinend nicht kontrollieren, stellt Law interessiert fest und ist auch etwas überrascht. Der Radius der Blitze wird größer und die Blitze werden dunkler. Plötzlich springt sie in einem Satz ins Meer. Fassungslos rennt der Arzt an die Reling und beugt sich suchend darüber. Scheiße! Sashi! Schreit Law, was das Trio aufsehen lässt. Hol sie aus dem Wasser, sie kann nicht schwimmen, befiehlt er seinem Crewmitglied und blickt wieder suchend übers Wasser. Sofort steht Sashi barfuß, ohne Brille und Mütze neben ihm und springt kopfüber ins kühle Nass. Beppo und der mit einem Mal nüchterne Pinguin stehen nun ebenfalls an der Reling und sehen verzweifelt auf die rauen Wellen. Sashi taucht nach kurzer Zeit wieder auf und sieht panisch zu seinem Captain. Ich finde sie nicht, schreit er und taucht erneut ab. Schnell erledigt sich auch Pinguin seiner Schuhe und Mütze. Ich helfe ihm, beschließt er und springt über die Reling. Wieso ist sie gesprungen? Nuschelt Beppo zu sich selbst. Beppo, hol mir die Maschine aus ihrem Bein, knurrt Law gezwungen ruhig. Ei. Sashi und Pinguin tauchen erneut auf und gleich wieder ab. Sie können wahrscheinlich keinen Meter weit sehen. Die Sonne ist schon längst untergegangen. Der Arzt schlägt wütend mit der Faust auf die Reling. Mist, was macht sie nur? In dem Moment kommt Beppo schwer atmend wieder. Er überreicht die Maschine seinem Kapitän, welcher eilig die Hand an die scharfen Nieten legt.
Kaum getan, fühlt er sich schwächer. Seestein. Deswegen war das Ding also in ihrem Bein. Wenn es lange drin war, kann es gut sein, dass sie verlernt hat, ihre Kräfte zu kontrollieren. Captain! Die Stimme von dem Koch reißt ihn aus seinen Gedanken. Er blickt zu Sashi runter, der die Kleine in den Arm hält. Sashi scheint in Strömen zu weinen. »Sie atmet nicht!« schreit er panisch und greift mit seiner freien Hand an die Leiter. Fluchend nimmt Trafalgar sie entgegen, legt sie auf den Boden und beginnt sie zu reanimieren. Erst zögernd, dann ohne darüber nachzudenken, presst er seine Lippen auf ihre. Sie hat weiche, aber kalte Lippen. Penguin kraxelt ebenfalls die Leiter hoch und sieht gequält unter der Reling hindurch zu. Nach Sashis längsten 2 Minuten spuckt sie Wasser aus, richtet sich hustend auf und holt endlich tief Luft. »Was machst du für einen Scheiß?« murzt Penguin sie an. Mit großen Augen besieht sie den Koch und Penguin. »Was?« fragen sie wie aus einem Mund. »Ohne Mütze sieht die echt komisch aus«, lacht sie sorglos. Kopfschüttelnd und mit einem Lächeln steht Law auf und trinkt noch einen Krug Sake. Jeder scheint den Streit und ihre Teufelskraft von zuvor vollkommen verdrängt zu haben, sind sie alle nur froh, sie wiederzuhaben. Die 4 Nakama ärgern sich gegenseitig, doch Law interessiert das herzlich wenig. Sein Job ist erledigt. Trafalgar kann ihre Unbekümmertheit nicht ganz begreifen. Versteht sie überhaupt, dass sie gerade fast ertrunken werde? Oh je, hört man plötzlich die Kleine niedergeschlagen seufzen, was Law doch aufblicken lässt. Sie zupft frustriert in ihrer weißen Bluse. Durch den Badegang ist diese nun jedoch vollkommen durchsichtig und ein schwarzer BH mit Spitze kommt zum Vorschein. Penguin fällt umgehend mit Nasenbluten hinten über, während die anderen beiden vom Trio sich blitzschnell umdrehen und das Weite suchen. Law stattdessen verschluckt sich an seinem Sake, den er dann hustend wieder ausspuckt. Von oben bis unten mustert er die Kleine, deren Anblick an den Anfang eines Pornos erinnert. Hä? Jungs? Alles okay? Fragt sie naiv und hockt sich zu Penguin drunter. Besorgt stupst sie ihn an, doch er rührt sich keinen Millimeter. Mit verängstigten Zügen rennt sie zu Trafalgar, packt ihn am Handgelenk und schleift ihn zu Penguin. Law zwingt sich, ihr in die Augen zu sehen und nicht etwa an andere Stellen ihres Körpers, die nun um einiges attraktiver scheinen. Was hat er? Fragt sie mit Tränen in den Augen. Law muss wegen ihrer leichtgläubigen und naiven Art schmunzeln und schüttelt amüsiert den Kopf. Unterkühlung. Ich bringe ihn ins Bett. Lügt er trocken und schmeißt ihn über seine Schulter. Belustigt muss er feststellen, dass sie ihm besorgt bis zu Sashis Kajüte folgt, obwohl sie den Arzt an sich ja angeblich nicht ausstehen kann. Vor der Tür weist er sie an, dort zu warten. Er bringt ihn rein, schmeißt sie mit dem Wort »versorgen« auf Sashi und geht mit einem genervten Augenrollen wieder zu der Kleinen. Was hat er? So stottert sie, sobald er die Tür geschlossen hat. Er macht sich auf den Weg zu seiner Kajüte. »Nichts Ernstes, morgen ist alles wieder gut«, antwortet er ihr beim Gehen. Ein Lächeln stiehlt sich auf seine Lippen. Vor seiner Kajüte angekommen, bleibt er stehen und dreht sich noch einmal zu dem Naivchen um. »Du solltest dich umziehen, du wirst krank«, belehrte die Jüngere. Sie nickt betrübt, sie hat augenscheinlich etwas auf dem Herzen. Bevor Law nachfragen kann, stellt sie sich auf die Zehenspitzen, schlingt ihre Arme um seinen Hals und zieht ihn in eine Umarmung. Überrascht bleibt er einfach wie versteinert, halb zu ihr runtergebeugt stehen. Danke, Trafalgar, flüstert sie ihm unsicher ins Ohr. Ihr heißer Atem an seinem Ohr im Kontrast zu ihrem kühlen Körper jagt ihm einen wohligen Schauer über den Rücken. Mit gewissem Stolz im Gesicht lässt sie von ihm ab und lächelt warm zu ihm hoch. Dann verbeugt sie sich und verschwindet 2 Türen weiter in ihrem eigenen Zimmer. Trafalgar geht mit gemischten Emotionen in seine Kajüte und legt sich, bis auf die Boxershorts ausgezogen, ins Bett. Was war das gerade für ein Gefühl? Ohne darüber nachzudenken, fasst er sich mit einer Hand an die Brust und mit der anderen an die Lippen. Muss er an die Wiederbelebung denken. Dieses Lächeln am Ende. Er schüttelt seinen Kopf, fährt sich durch die Haare und schiebt die Gedanken beiseite. Er braucht einfach nur Schlaf.